Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, bei unserem neuen Cargold YouTube-Dreh heute Morgen. Bei eiskaltem Wetter ist auch ziemlich windig, also ist nicht sehr, sehr angenehm hier. Aber wir sind in einem ganz tollen Vorkriegsklassiker, der super läuft. Das Auto ist gebaut worden 1936. Es ist ein Alvis Silver Eagle. Das Auto ist mal als Limousine zur Welt gekommen. Das ist ja bei sehr, sehr vielen so. Es gab das Auto als Cabriolet und als Tourer und als Limousine. Aber das Tolle an dem Auto, er ist die letzten Jahre für ein Vermögen restauriert worden. Und das Tolle, der Vorbesitzer von dem Wagen, der wollte damit Rallyes fahren. Und das gesamte Auto ist auf Leistung aufgebaut. Oh, guck mal. Also das merke ich jetzt schon am Anfang, der ist schon warm. Die Jungs sind einmal schon mal eine Kurve gefahren. Der läuft toll, der hat eine 4,3 Liter Maschine. Ohne Kompressor leistet der schon 140 PS. Mit Kompressor, das vermag ich gar nicht mit zu überlegen, aber 160, 170 Stundenkilometer wird er bringen. Und ich glaube, so viel PS hat er auch. Also das ist ein Wahnsinnsauto. Und was mich wirklich begeistert, ist diese Leistungsentfaltung bei 4,3 Liter, 6 Zylinder. Das war seinerzeit das Schärfste, was Alvis gebaut hat. Und der Besitzer, der hat sich das Auto gekauft, nachdem er übrigens 40 Jahre in erster Hand war. Das muss ich vielleicht noch mal erwähnen. Das Auto war 40 Jahre im Erstbesitz und ist dann, ist ja in England ausgeliefert gewesen, hier nach Deutschland gekommen und dann ist der Wagen das erste Mal restauriert wurde in England von einem Fachbetrieb, von einem Spezialgebiet, Betrieb auch so umgebaut auf Aluminiumkarosserie. Und das zweite Mal ist er die letzten 10 Jahre dann restauriert worden und voll auf Leistung, weil der Besitzer wollte richtig fahren damit. Boah. Also das ist ja richtig ein spannendes Auto hier. Mann, Mann, Mann. Wahnsinn, also der hat eine Kraft wie ein ganz großer. Und das ist das, als ich das Auto das erste Mal gesehen habe. Er hat eine irre Qualität, der hat einen ganz tollen Qualitätsstandard und der ist zum Fahren gebaut worden. Wenn ihr so eine Leistung haben wollt, bei einem Bentley oder so, zahlt ihr immer über 1 Million. Jetzt fängt es an zu regnen, du Scheiße. Naja, gut, können wir näher an. Geht das? Ja. Gerade so eben. Na gut, also wir wollten euch einmal zeigen, wie so ein Ding losgeht hier. Und losgehen kann ich euch sagen, tut er gewaltig. Der hat auf jeden Fall über 150 PS und wiegen tut so ein Auto ja nicht viel, 1,2 Tonnen oder 1,250, was nicht eine Menge ist. Das Interessante ist an dem Auto, er kostet unter 200.000 Euro. Der Wagen hat viel mehr gekostet in der Herstellung. Er hat dann sogar noch diesen Kompressor da dran bauen lassen. Der hat richtiges Geld investiert hier in seinen Wagen. Und dabei rausgekommen ist ein Auto mit Alu-Karosserie in einem tollen Zustand. Schaut euch das mal hier vorne an. Dieses edle Armaturenbrett, das hat er alles machen lassen. Der Mann hat sehr viel Gefühl fürs Detail und für eine tolle Ausstrahlung gehabt. Und dann, wie gesagt, also der hat ja einen Sound, das Ding, der geht auch los, was? Also eins steht mal fest, unser Alvis fährt absolut Oberklasse. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal ein Vorkriegsauto mal vom SSK abgesehen gefahren bin, der so leicht und so viel Dampf hat. Ich meine, der hat 6 Zylinder und 4,3 Liter Hubraum. Das merkt man total. Der hat einen Druck, aber ich kann euch sagen, hier muss man vorsichtig fahren. Hier ist es ein bisschen feuchter auf der Straße, da kann man wegrutschen. Aber das Ding läuft ja, das ist ja unglaublich. Also kann man auch verstehen aus der Akte, der Besitzer hat über 100.000 Euro die letzten Jahre hier investiert, nur um damit richtig gut voranzukommen. Wenn man so einen Wagen sich jetzt kaufen müsste, würde der weit über 200.000 kosten, weil er einfach erste Klasse motorisiert ist. Hat übrigens ein synchronisiertes Getriebe, der Wagen. Und der Sound ist ja auch geil, was? Das ist ja wie ein Gewitter, dieses Auto. Vorne auf der Haube thront der Adler. Das ist ja das Erkennungslogo von Alvis gewesen. Also die haben damals versucht, in die Oberklasse vorzustoßen. Das ist ihnen zum Teil gelungen, von der Leistung auf jeden Fall. Also leistungsmäßig ist der Wagen bombastisch. Also wer für verhältnismäßig kleinen Einstieg, das Auto liegt ja unter 200.000 Euro, der super Leistung im Vorkriegsbereich haben will, wo technisch auch gut funktioniert, das merkt man hier.
Man merkt, dass das alles gemacht wurde. Also erste Klasse, er schaltet sich butterweich. Man braucht kein Zwischengas, fährt sich einfach. Er ist auch einigermaßen leicht zu lenken, hat er hier ein sehr, sehr großes Lenkrad. Hier kann man übrigens alles mögliche, Zündung, Zündzeitpunkt, Choke und so weiter, alles einstellen. Könnt ihr hier oben sehen, das ist noch ein altes, originales Lenkrad. Und die Leistung, wie gesagt, von dem Auto, die finde ich fantastisch. Also wie der losgeht, das macht einen Riesenspaß. Aber ich kann euch eins sagen, das spüre ich, mit dem Auto kann man sich die Ohren abfahren. Man muss echt vorsichtig sein und man muss sich an den Wagen gewöhnen. Aber man sitzt gut, man hat diese schöne große Scheibe hier vor sich, hat hier vorne die kleinen Bruglenz-Scheiben. Also laufen, allererste Klasse. Allererste Klasse, hat natürlich kein ABS oder so. Man muss vorsichtig sein. Ich bin der Meinung, das Auto ist fast übermotorisiert. Aber wenn ihr hier mit meiner Veranstaltung mitfahrt und ihr seid in den Bergen unterwegs, so seid ihr vorne. Das Ding geht dermaßen los. Hat aber natürlich noch Blattfedern und so. Starks, das ist ja alles 30er Jahre. Baujahr ist ja wie gesagt 1936 gebaut worden. Das muss man halt eben immer berücksichtigen. Also das ist ein Auto für ganz harte Jungs. Aber interessant finde ich, dass man für so wenig Geld einen Einstieg in so eine große Klasse bekommt. Also wenn man sich überlegt, was der kostet, vor allem wie gut das alles gemacht ist. Wir haben hier um die Ecke einen Freund von uns, ein Bekannter, er ist schon über 70, ist ein halber Spezialist. Er hat sich das Auto angeguckt und sagt, da ist richtig Geld reingegangen, das hat richtig Geld gekostet. Er hat ja auch einen Kompressor, der Wagen, deswegen pfeift er so los. Unglaublich. Und hört euch mal den Sound an. Boah. Der ist nur schmierig, der rutschte eben schon weg, ne? Muss da aufpassen. Er hat ein Vierganggetriebe, was sich butterweich schaltet, aber ich merke, was der Power hat. Also das Ding läuft mit Sicherheit 170, aber er hat natürlich wie die Vorkriegsautos alle keine 100%ig gerade Auslauf. Das gab es damals nicht und die Autos sind auch nicht für diese hohen Geschwindigkeiten gebaut worden. Aber guck mal hier, was der Dampf macht, der geht ja richtig los. Boah, Wahnsinn. Echt ein Wahnsinnsteil, macht mir einen Höllenspaß. Setze aber die Brille ab, alles ein total geiles Auto. Also das begeistert mich heute Morgen richtig. Wir haben zwar nur 2 Grad, aber ihr wisst ja, nur die Harten kommen in den Garten. Also das ist ja schon richtig hart, was wir hier machen. Aber geht mir zum Auto. So war das in den 30er Jahren, da war das Wetter egal. Man brauchte nur eine gute Kleidung und dann ging es los. So, jetzt machen wir den Wagen mal aus. Also ihr habt, glaube ich, gerade gehört, er hat eine Wahnsinnstrompete. Das geht da fast direkt von den Krümmern bis hinten raus ins Freie. Also verbrauchen, was wird er verbrauchen? Sicherlich seine 14, 15, 16 Liter. Aber er hat einen Sound und fährt wie ein ganz großer. Also ich sage mal, ich kenne, glaube ich, keinen anderen Vorkriegswagen, der für einen so geringen Einsatz, bei einem so gut gemachten Zustand, das sieht man überall am Auto, so eine tolle Leistung bringt. Da könnt ihr alles mitfahren. Da hat er hier vorne auch übrigens einen Tripmaster drin, ist hier vorne angebaut, könnt ihr sehen. Die Instrumente sind alle relativ neu. Der hat sich das halt eben so gebaut, dass er mit dem Wagen wirklich toll unterwegs sein kann. Und das kann ich euch sagen, das kann man wirklich, auch dieses toll aufpolierte Armaturenbrett hier vorne, klasse gemacht. Hier vorne, das habe ich euch schon gezeigt, die beiden doppelten Fenster. Ja, Schaltung Viergang ist synchronisiert. Und hier vorne, also rechts, was ja auch Vorkrieg typisch ist, rechts außen die Handbremse. Das ist so eine Notbremse, wenn man die normal nicht funktionieren. Die gehen aber gut, kann ich sagen. Also er hat auch, wenn man bremst, fährt er gut geradeaus. Das Einzige ist das Lenkrad. Es ist halt eben Vorkriegsauto und ihr müsst aufpassen, dass er immer schön geradeaus fährt. Denn das Ding ist richtig schnell und ich glaube, dass der 160, 170 fährt. Wenn man voll drauf tritt, ob ich mich das traue, das weiß ich nicht so ganz. Aber so 100, 110, 130 würde ich mich trauen. Ja, wollen wir ganz kurz mal vorne den Motor aufmachen? Wollen wir das hier machen? So. Ja, wie das früher war, Lederriemen, ne? Richtig schön klassisch. Das ganze Auto ist ja aus Aluminium. Könnt ihr ja auch sehen, Aluminiumhaube. Tja, hier. So sieht so ein Motor aus. Das ist ein ziemlich großes Teil. 6 Zylinder könnt ihr hier vorne sehen.
Vergaser sind auf der anderen Seite, die zeige ich euch gleich mal. Ja, ist aber alles toll gemacht, kann man hier sehen, dass das Auto restauriert ist. Und er hat sich das, wie gesagt, bauen lassen, also nach einer Restaurierung in England, hier nochmal in Deutschland technisch alles machen lassen, dass er richtig gut fahren kann. Also wenn sich jemand ein interessantes Vorkriegsauto leisten möchte, was richtig Gas gibt, das ist unser Alvis. Ich meine, schade, der sieht auch gut aus, finde ich. Er sieht natürlich noch ein Stück weit sportlicher aus. Wenn man mal die Scheiben runterklappt, das können wir ja mal machen. Schaut euch mal an, wie der ohne. Paul hilft mir kurz mal drüben, die Mutter runterzuschrauben. Guck mal hier. Da sieht er natürlich noch besser aus, finde ich. Noch sportlicher. Also ist ein total tolles Teil. Bei dem etwas schlechten Wetter heute hilft uns natürlich mit der ganzen Scheibe zu fahren. Und ihr seht ja, ich bin heute dick eingemummelt. Also man muss aufpassen bei solchen Temperaturen, aber es geht. Jetzt kommt Paul noch mal kurz zu mir auf die andere Seite. Hier sind die Krümmer, das könnt ihr hier vorne sehen. Da muss man schön aufpassen, dass man sich nicht verbrennt. Die sind nämlich schön warm. Geht natürlich jetzt nicht, weil die Scheibe unten ist. Machen wir wieder zu. Jetzt gucken wir hier noch mal drunter. Schaut euch das mal an, da ist der Kompressor. Also ich meine, da ist wirklich investiert worden. Das ist wirklich ein absolut irres Auto. Ja, wir haben es windig heute. Also heute ist kein schönes Wetter zum Filmen. Aber den wollte ich euch zeigen. Wie gesagt, der liegt bei 170.000 Euro. So ein Auto in der Qualität. Schaut euch mal die riesigen Bremstrommeln da vorne an. Also es ist an dem Wagen alles optimiert worden, damit er die Kraft auch gut auf die Straße bringt. Und also er hat einen Dampf, also wie ein Blower Bentley oder so. Da geht ja dermaßen los, der Wagen. Und ich finde, es ist nicht ein protziges Auto. Er ist total sympathisch. Und die haben ihn sehr, sehr schön restauriert. Er hat da eine komplette Alukarosse bekommen. Ja, und das ist dann das Ergebnis. Speichelfelden, auch das hier vorne, schön original. Die Zentralverschlüsse mit Alvis in der Mitte. Ja, also ein toll gemachter Wagen in jedem Detail. Paul zeigt euch das gleich noch, weil Auto ist leider ein bisschen schmutzig geworden. Wir haben hier Landwirtschaft, die immer durch die Gegend fahren. Aber so ein Auto muss man auf der Straße zeigen. Es ist zum Glück kein Salz auf der Straße. Dadurch haben wir das gemacht, weil ihr wisst ja, wenn Salz ist, fahren wir gar nicht. Geht nicht, aber ein wirklich toller Wagen. Schaut euch das mal an. Hat auch die ganz teure Bereifung genommen. Das Interessante an dem Auto, der Mann hat an nichts gespart. Er hat alles, was er gemacht hat, höchstwertig gemacht. Ob das die Auspuffanlage ist, die Beleuchtung hinten, also da kann man in jedem Detail gucken. Schaut euch das mal an, welche gute Qualität das hier alles hat. Also er könnte an jedem Teil, es gibt ja eine Menge Vorkriegsautos, die sind da so ein bisschen runtergewohnt und so. Hier Tank, der ist da hinten, hat er nicht, also er hat ungefähr einen 70-Liter-Tank. Also schaut euch das mal an. Das Auto hat wirklich höchste Qualität und ist ein Hingucker bei jeder Veranstaltung. Und ihr könnt sicher sein, mit dem Wagen fahrt ihr vorne immer ganz vorne mit dabei mit. Da seid ihr ganz vorne mit dem Wagen. Aber man muss aufpassen, ich habe gerade gemerkt, der schmierte hinten ein bisschen weg. Er hat ja keinen ASR, diese ganzen modernen elektrischen Helfer hat ja so ein Wagen nicht. Man muss fahren können und vorsichtig sein. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir weiter. Wenn jemand in ein Vorkriegsauto einsteigt, sei noch mal gesagt, immer mit dem Bein hintenrum ums Lenkrad, sonst kommt er in so einen Wagen nicht rein. So steigt man in ein Vorkriegsauto ein, sonst kommt ihr da nicht rein. Ja, so, habt ihr das gesehen? Immer Bein links herum, sonst bleibt man da hängen und das funktioniert nicht. So, da wollen wir mal unsere Rakete wieder starten hier. Ein Engländer in den Alpen. Also fahren tut der klasse. Da fliegt mir fast die Brille weg. Wir haben ja richtig Sturm heute Morgen. Geiles Auto doch. Der fährt aber richtig doch. Oh. Und das ist Wind eben, ne? Man muss aufpassen, also gute CW-Werte hat das Auto nicht. Wir haben es heute sehr, sehr windig und ihr merkt, der Wind drückt ihn richtig rüber hier. Also man muss den sehr gut und sehr konzentriert fahren, aber bei schönem Wetter und ohne Winter geht das Ding ab wie die Feuerwehr. Ein Wahnsinnsauto. Oh, toll. Also der hat das alles super gut, ich würde mal sagen, modernisiert. Das ist ein Klassiker, ein Vorkriegsklassiker, den ihr richtig fahren könnt, der richtig zur Sache geht. Tolles Auto. Mann, der geht aber richtig los so.
Wohl der Tacho, der geht nicht richtig. Also wir können immer nur schätzen, wie schnell wir tatsächlich sind. Der hat einen Hänger, aber naja, das sind sowieso englische Meilen. Aber wir sind eben mindestens 100, 120 gefahren. Ne? Also gehen tut er wirklich. Und Spaß machen auch. Also ihr seht mir das, glaube ich, an. Das ist wieder ein Auto, wo ich total Freude dran habe. Das ist für mich Autofahren. Da muss ein Auspuff hinten dran sein, der muss Sound haben, der muss losgehen. Und ich muss diese Verbindung zum Auto haben, drauftreten und es geht nach vorne. Das ist das, was mich begeistert. Und das wird auch immer so bleiben. Und deswegen kann ich euch sagen, die Begeisterung der Leute für sowas hier, für so eine Art von Mechanik wird es immer geben. Elektro hin oder her, das ist was anderes. Das ist eine eigene Welt. Und das lasse ich mir nicht nehmen. Tolles Teil, echt ein tolles Teil. Super Ding. Echt ein super Auto. Da weiß ich wieder, wieso ich meinen Job so gerne mache. Es schaltet sich wirklich toll. Ne? Man merkt natürlich die Blattfedern. Er ist nicht super, super weich gefedert, aber durch die Sitze geht es. Also man sitzt sehr gut. Er hat ja Schalensitze, muss ich wirklich sagen. Sitzen tut man gut und vor allen Dingen ist das auch ein Auto für große Leute. Also ich bin 1,83 Meter, ich habe hier richtig Platz in den Wagen. Also wenn hier einer 1,92 ist, der kann hier auch mitfahren, geht genauso. Ist überhaupt kein Problem. Ist überhaupt kein Problem. Aber es ist echt der Sturm heute hier, mein lieber Mann. Das ist ja fast Wetter wie in Hamburg hier in Bayern. Wir werden auch nächste Woche in Hamburg versuchen, ein paar Filme zu machen. Wir bekommen ja mittlerweile immer mehr Autos. Aber wir suchen nach Autos. Wir können in Hamburg 100 Fahrzeuge präsentieren. Das ist ein Laden mit 3 Etagen. Wenn ihr ein paar tolle Stücke habt, ihr wisst ja, was wir gut finden, ruft mich an, das ist was für Hamburg. Wir haben jetzt gut 20 Autos da oben stehen, es geht gerade los. Hammerkiste. Halt mal einen Arm gleich raus. Ne? Also wenn man bremst, der zieht überhaupt nicht nach links oder rechts, finde ich gut. Er hat sehr, sehr gute Bremsen, der Wagen. Die Lenkung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Tolles Teil, echt tolles Teil. Ja, da sind wir wieder am Beuerwerk. Also war eine Probefahrt, die mich total fasziniert hat. Ich glaube, das könnt ihr mir ansehen. Das Ding läuft ja wirklich absolut klasse. Ein absolutes, kann ich euch empfehlen. Für relativ schmales Geld ein super Einstieg in den Wagen, der tolle Leistung hat, der richtig gut geht, der auch handlich ist. Da ist ja sogar noch Platz hinten, da ist noch eine Bank da hinten. Ne? Nee, Bank nicht, aber Gepäck. Bank, aber Platz für Gepäck auf jeden Fall. So muss so ein Motor. Wollen wir da auch mal aufmachen und mal, wenn wir Gas geben, die Maschine läuft. Ganz toller Motor, läuft seitenweit. Ja, liebe Freunde, ich hoffe, das hat euch genauso viel Spaß gemacht wie wir. Also ich bin total begeistert und aufgeregt. War eine super Probefahrt. Ich hoffe, dass das Wetter mitspielt. Wir wollen bis Mittwoch noch 4 Filme machen, weil dann sind wir wieder in Hamburg. Dann machen wir da weiter. Also ich wünsche euch alles Gute, bleibt uns weiter treu. Euer Stefan Luftschütz, bis zum nächsten Mal. Freue mich schon. Ciao.